Sim Update 16 für den Microsoft Flight Simulator 2020 ist erschienen und es bringt genau das, was man sich von einem späten Wartungsupdate erhofft. Mehr Stabilität, mehr Feinschliff, weniger Frust. Nachdem ich das Ganze auf 3 Systemen getestet habe, kann ich sagen, Xbox Series S profitiert stark und Series X bekommt sinnvolle Feinarbeit, doch bei großen Add-ons wie beispielsweise dem Christchurch Airport von NZA Simulations heißt es auf Xbox nach wie vor, Limit erreicht. Ein Beispiel folgt im Video. Der PC bekommt gewissermaßen Bug-Wellness im Hintergrundprozess und profitiert ebenfalls von einem soliden Sim-Update Nummer 16. Wir sehen uns in diesem Video die Details an und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Fangen wir mit der Xbox Series S an. Mit Sim-Update 15 war der Simulator dort spielbar, aber oft an der Belastungsgrenze. Spürbare Ruckler in Großstädten, lange Ladezeiten, eingeschränkte Performance bei komplexen Add-ons. Mit Sim-Update 16 wurde genau hier angesetzt und zwar spürbar positiv. Bessere Speicherverwaltung, allgemein kürzere Ladezeiten, stabilere Bildraten in Regionen mit automatischer Erstellung von Gebäuden, Vegetation und anderen Objekten in der Simulation und eine geringere Wahrscheinlichkeit für Komplettabstürze, also sogenannte Crash to Dashboard (CTD). Kurz gesagt, wer auf der Series S unterwegs ist, merkt nach Sim-Update 16 eine echte Verbesserung im Alltag. Auch auf der Xbox Series X zeigt sich Sim-Update 16 von seiner besten Seite. Schon mit Sim-Update Nummer 15 lief der Simulator auf der X sehr gut, flüssig, stabil und schnell. Doch auch hier hat Sim-Update Nummer 16 nochmal Feintuning betrieben, das im Alltag spürbar ist. Menüübergänge laufen geschmeidiger, Texturen werden schneller nachgeladen, besonders beim Einsatz komplexer Add-ons, und auch bei der Kameraführung fühlt sich der Simulator nun reaktiver an. Das sind genau die Art von Details, die den Unterschied zwischen gut und sehr gut machen. Doch es gibt nach wie vor eine ganz klare Ausnahme und die sollte man nicht verschweigen. Große, speicherintensive Drittanbieter-Flughäfen wie beispielsweise der Airport Christchurch von NZA Simulations führen auch mit Sim-Update Nummer 16 auf Xbox allgemein weiterhin zu spürbaren Performance-Problemen. Beim Anflug ruckelt der Simulator spürbar. Texturen laden teilweise spät oder gar nicht. In manchen Fällen friert das Bild einfach für 1 bis 2 Sekunden ein und die Hardware wird deutlich ausgelastet, was zu Dips in der Bildrate führt. Und auch mit Sim-Update Nummer 16 war es auf der Xbox Series X der Fall, dass während ich mich auf dem Airport umsehen wollte, sich das System komplett aufgehangen hatte und ich zurück aufs Dashboard flog. In diesem Fall schließt sich der Simulator dann komplett und muss neu gestartet werden. Und sollte das am Ende eines mehrstündigen Fluges passieren, also im Endanflug auf diesen Airport, dann kann das schon maximal frustrierend sein. Das Problem liegt hier nicht nur am Simulator selbst, sondern auch an der Art, wie solche Add-ons gebaut sind. Sie nutzen extrem hochauflösende Texturen, dichte Objekte, komplexe Beleuchtung. Alles Dinge, die für den PC optimiert sind und die Xbox schnell an ihre Speichergrenze bringen. Sim-Update 16 hat daran, wie meine Tests ergaben, nichts verändert. Es gibt keine spezifischen Verbesserungen im Umgang mit solchen Heavy Airports und auch keine automatische Kompression oder Performance-Anpassung für Konsole. Auf Xbox ist das Ganze dann auch nochmals aus diesem Grund sehr ärgerlich, da man für all diese Inhalte im Vorfeld Geld bezahlt hat. Konsolenpilotinnen und Piloten steht hier ausschließlich der InSim-Marktplatz zur Verfügung. Und dass hier nach wie vor Inhalte Teil dessen sind, die nachweislich auf der Konsole nicht funktionieren, kann ich für mich nach wie vor überhaupt nicht akzeptieren und damit geht auch keinerlei Kundenbindungsgedanke einher. Falls dir einmal ein Kauf dieser Art passieren sollte und du den digitalen Inhalt zurückgeben möchtest, hierzu gibt es innerhalb eines gewissen Rahmens Möglichkeiten. Ein entsprechendes Video dazu hier auf meinem Kanal verlinke ich dir hier jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Unterm Strich bedeutet das für Xbox: alles läuft mit Sim-Update 16 insgesamt noch geschmeidiger, aber wenn du viel mit umfangreichen Payware-Flughafen fliegst, wirst du nach wie vor auf technische Limitationen stoßen, die Asobo aktuell nicht abfedert.
Wer dagegen mit Standardszenerien oder gut optimierten Add-ons unterwegs ist, bekommt mit SimUpdate 16 ein fast schon ideales Konsolenerlebnis. Kommen wir zum PC. Auch hier wurde beispielsweise an folgenden Punkten gearbeitet: Stabilitätsverbesserungen im DirectX 12 Modus, Fixes für Grafiktreiberprobleme bei AMD und Intel, verbesserte Live-Wetter-Synchronisation sowie leichte Performance-Optimierungen in dichten Regionen. Jedoch, es gab jetzt keine neuen Funktionen, keine neuen Systeme, kein Content. Das war aber auch nicht angekündigt und daher auch nicht zu erwarten. Viele PC-User berichten von einem etwas runderen Sim-Erlebnis, was ich so bestätigen kann. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch gerade User mit älteren Systemen von SimUpdate 16 profitieren. Der Fokus liegt hier nicht mehr auf Weiterentwicklung, sondern ganz klar auf Wartung. Wenn man SimUpdate 16 quer über die Plattformen betrachtet, ergibt sich ein klares Bild. Xbox Series S profitiert am stärksten. Warum? Weil sie die meiste Optimierung brauchte und genau dort hat Asobo angesetzt. Die Series S läuft jetzt flüssiger, lädt schneller und zeigt vor allem in dichter Umgebung deutlich stabilere Framerates. Speziell in Regionen mit viel Autogen, KI-Verkehr oder dynamischem Wetter merkt man den Unterschied. Der Simulator wirkt weniger gehetzt, die Kamera reagiert geschmeidiger, Ladezeiten sinken. Für viele Nutzer ist das ein echter Mehrwert, nicht weil alles perfekt ist, sondern weil endlich ein konsistentes Flugerlebnis auf der kleinen Konsole möglich ist. Gerade in Kombination mit gut optimierten Standardflugzeugen ist die Series S damit näher am Idealzustand als je zuvor. Bei der Series X bringt das SimUpdate Nummer 16 hier vor allem Detailverbesserungen, die das ohnehin hohe Niveau weiter abrunden. Kleinere User-Interface-Lags verschwinden, Texturen bauen sich schneller auf, die Übergänge zwischen Menüs sind weicher. Wer viel fliegt, merkt diese Optimierungen direkt, auch wenn sie nicht auf den ersten Blick spektakulär wirken. Auf beiden Konsolen bleiben die Schwachstelle nach wie vor speicherintensive Add-ons. Solange es keine gezielten Optimierungen von Payware-Produkten für Xbox gibt, bleibt das ein Flaschenhals trotz gutem Grundsystem. Und am PC gilt, wer regelmäßig fliegt, profitiert, aber für viele High-End-Nutzer ist das eher Routinepflege als Fortschritt. Man merkt schon, dass das Team den Microsoft Flight Simulator 2020 am Leben halten möchte, aber dass nicht mehr besonders viel Entwicklungskraft in neue Features gesteckt wird, sollte jedem klar sein. Zusammengefasst bringt SimUpdate 16 Balance. Balance auf Basis des Ist-Zustands. Es hebt keine Plattform auf ein neues Level, aber es bringt Verlässlichkeit im Alltag. Und genau das zählt, wenn man aktuell noch im Microsoft Flight Simulator 2020 unterwegs ist. Egal ob am Schreibtisch mit der 4090 beispielsweise oder auf der Couch mit der Series S. SimUpdate 16 ist kein spektakulärer Meilenstein, aber es ist ein technischer Pflichttermin, den Asobo sauber erledigt hat. Der Fokus liegt nicht mehr auf neuen Features, denn hier geht der Blick ganz klar Richtung Microsoft Flight Simulator 2024. Ist SimUpdate 16 also der letzte echte Service-Stopp vor dem Generationswechsel? Vielleicht. Was ist dein Eindruck zu SimUpdate Nummer 16? Fliegst du auf der Series S, der Series X oder dem PC und wie läuft der Simulator bei dir? Nutze dafür sowie für Fragen und Ergänzungen zum Gezeigten sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Wenn dir dieser Inhalt hier gefallen hat, dann lasse mir zur Unterstützung des Kanals sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Und wenn du den virtuellen Himmel auch weiterhin nicht aus den Augen verlieren möchtest, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um auch in Zukunft keine Inhalte zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.